bin der liebe Andreas, wir schauen uns ein paar Tali-Probleme an. Wenn ich eine Steuerung habe, was man gar nicht mehr anspricht oder Fehlermeldungen schmeißt oder so, ist oftmals die ganze Geschichte vom Strom nehmen, neu starten. Das erste, was ich machen kann, geht am schnellsten. Das mache ich jetzt auch über die Hauptsicherung von unserer Tali-Steuerung. Die ganze Geschichte fährt dann runter. Warten wir ein paar Sekunden, dass sich das alles entlohnt. Dann starten wir es neu. Also in vielen Sachen, wenn man gerade eine Fehlermeldung oder was drauf hat oder die Sache von ganz Spinnen, ist das oftmals schon die Lösung. Wir werden uns in weitere Schritte jetzt andere Sachen anschauen, wie wir auf Fehler draufkommen, ohne dass wir jetzt eine große Baustelle draus machen. Wenn wir wieder ein Problem haben, wir haben einen Strahler, funktioniert nicht. Das erste war auf jeden Fall mal Sichtprüfung. Wir schauen mal an, Steckverbindungen, halt, da sind die Drähte drinnen. Sekundärseitig schaut die Sache jetzt ganz gut aus. Primärseitig haben wir. Ah ja, habe ich schon einen Drahtfehler gefunden. Nimm natürlich das Ganze noch vom Netz, beseitigt den, schauen wir die Sache noch mehr an. In dem Fall sehr ersichtlich, wir haben da auch keinen Kontakt mit. So, wir haben die ganzen Kontaktstellen geprüft. Wir haben saubere Verbindungen und das Ganze geht noch immer nicht. Dann nehmen wir jetzt einmal das Multimeter und schau. Spannungsversorgung da ist, Tali-Versorgung. Spannungsversorgung natürlich machen wir 230 Volt. Also das ist in Ordnung. Dann schauen wir uns eine Tali-Spannung an. Machen wir natürlich auch über den Multimeter und da haben wir dann Gleichspannung. Das wird zwischen 9 und 22 Volt circa sein. Wir haben in dem Fall jetzt 16 Volt, also sind wir voll dabei. Das heißt, wir haben wirklich woanders ein Problem. Gerät wurde über das Tali das Ganze ausgeschalten. Wir haben jetzt die Tali-Spannung überprüft, die 230 Volt überprüft. Das nächste, was wir jetzt einmal machen, würde ich sagen, wir hängen jetzt auch das Tali an. Wenn nämlich über das Tali das Gerät einfach ein Signal kriegt und heißt, das soll ausschalten und wir schalten es nicht mehr ein, dann haben wir die Möglichkeit, da wir einfach das Tali abschließen und 99% von den Geräten fahren dann mit 100% weg. In dem Fall sehe ich jetzt schon, Tali ist weg, mein Gerät fährt auf 100%. Das heißt, ich habe von der Gerätenseite her kein Problem, von meinem Strahl auch nicht, das Ganze funktioniert. Jetzt müssen wir wirklich noch eine einige Steuerungsschicht. Kriege ich eine falsche Adresse, habe ich Doppel-Adressierung, diese Sachen. Aber wie gesagt, sobald ich weghänge von Tali, leicht. Also meine Komponenten funktionieren auf jeden Fall. Wenn wir jetzt uns alles angeschaut haben, Tali-Versorgung, Spannungsversorgung, Tali abgeschlossen haben und das Gerät jetzt trotzdem noch nichts macht, dann müssen wir uns wirklich anschauen, vielleicht ist echt der Strahler selber kaputt. Da ist dann einfach das Einfachste, ich sehe, dieser Strahler funktioniert, an einer anderen Position von meinem Raum. Nehme ich mal den Strahler, der was funktioniert, und hänge ihn einmal dahin, wo der Strahler nichts macht. Dann weiß ich schon mal, ob der Strahler funktioniert oder nicht. Das machen wir jetzt geschwind. Natürlich werden wir das Ganze vorher vom Netz nehmen. Stellen wir uns den einmal runter. Dann schließen wir uns den jetzt da. Jetzt haben wir einen Strahler, der was definitiv bei einem anderen Gerät funktioniert hat. Schalten die ganze Geschichte ein. Strahler funktioniert. Das heißt, wir werden ein Strahlerproblem gehabt haben. Wir haben jetzt alles getestet, haben uns alles angeschaut, das Gerät funktioniert immer noch nicht. Somit würde ich das Gerät einmal komplett von Tali-Netz nehmen und separat über Tali-Maus, zum Beispiel Tritonic oder von anderen Herstellern oder Tali-Extension, mal direkt ansprechen. Das Beste über Broadcast, weil dann ist mir die Adressierung und alles Mögliche bis auf ein Power-Off-Level eigentlich alles wurscht. Ich habe das Gerät jetzt da angeschlossen und probiere jetzt nur einmal über Broadcast das dann einschalten. Funktioniert. Ich kann es ausschalten, ich kann es einschalten, ich kann es dimmen. Das heißt, vom Gerät her habe ich wieder kein Problem. Das funktioniert alles. Dann ist wirklich zum Abklären, habe ich einen Adressenkonflikt oder habe ich in meiner Programmierung ein Problem,
da das Gerät einfach nicht angesprochen wird. Über Broadcast funktioniert, das heißt geräteseitig ist alles okay. Der nächste Ansprechpunkt, der Programmierer. Eine allgemeine Sache, alle neuen Geräte mit diesem Symbol sind über NFC auslesbar und auch programmierbar. Die einzelnen Apps zu den Herstellern wie HEP, Osram oder Tritonic finden wir in der Videobeschreibung. Wir machen das Ganze jetzt einmal mit dem Tritonic-Gerät. Wenn ich mir die App runtergeladen habe, NFC ist aktiviert, dann kann ich das Gerät auslesen. Ich habe jetzt verschiedene Menüpunkte. Ich sehe die Leistung vom Gerät, ich kann Informationen abrufen vom Gerät, Temperatur oder Gerätenummer, Seriennummer. Und ich sehe auch, ob am Treiber irgendein Fehler ist. Oder am LED zum Beispiel. Kurzschluss oder ausgangsseitig keine Belastung zum Beispiel. Das ist je nach App anders oder Hersteller, aber über das NFC kann man diese Geräte auslesen und auch manche Fehler oder Rückmeldungen vom Gerät kriegen, ohne dass man das jetzt umständlich an irgendeine Steuerung anschließen muss. Das funktioniert ohne Spannung. Wenn man aber die Leistung umstellt, muss man das Ganze noch einmal ans Netz hängen, dass die neuen Informationen geladen werden.